Live spielen mit Batteriebetrieb überall dort, Piano spielen oder üben, wo kein Stromanschluss in Sicht ist. Früher undenkbar, heute dank batterieunterstützendem Equipment überhaupt kein Problem. Am stärksten ist dieser Trend natürlich in den Jahreszeiten, wo das Leben draußen stattfindet. Also wie jetzt, also zurzeit sind draußen 38 Grad, 42 gefühlt, ich weiß es nicht. Hier drin ist einigermaßen nett und wir legen mal los mit dem Equipment, das man eben unterwegs benutzen kann und das auf Batterie läuft. Also es ist natürlich total praktisch zum draußen spielen, aber auch immer dann, ja, wenn man schnell eben spielbereit sein will. Also wo andere noch nach Steckdosen suchen, bist du eben mit batteriebetriebenen Geräten irgendwie zack, zack spielbereit. Ja. Und ich weiß nicht, betrifft dich das eigentlich? Weniger, tatsächlich weniger. Aber manchmal hat man schon Situationen, wo es vielleicht auch manchmal keinen Strom gibt, wenn man da irgendwie im Freien irgendwo spielt, auf irgendeiner so einer grünen Fläche und dann sucht man eine Steckdose und dann ist es manchmal schon ein sehr zeitaufwendiges Thema, überhaupt an Strom zu kommen. Und wenn man dann batteriebetrieben unterwegs ist, ist natürlich cool. Und alles wartet. Wann ist die Band startklar? Ja. Wann geht's denn los? Ja. Und ja, das ist auch so ein Thema, ne? Auf jeden Fall. Wir gucken uns das hier an. Da gibt es jede Menge Equipment inzwischen. Das scheint tatsächlich ein Trend zu sein. Natürlich hat das Ganze seine Grenzen und wir gucken uns mal an, was man alles für einen Gig gebrauchen kann und welches Equipment auf Batterie oder Akku läuft. Ich finde es toll. Ich habe ein bisschen vorrecherchiert und ich hoffe, ich kann dich jetzt mal überraschen. Wir legen mal los. Also mir fällt eine Geschichte ein. Da wurde ich eingeladen zu einer Sache, die in Köln-Ehrenfeld unter den Bögen da stattfand. War ich eingeladen mit einem batteriebetriebenen Gerät, weil dort war eh kein Strom. Und dann überlegt man sich, ja, da kann man dann so ein Volker-Gerät. So, die sind ja mit Batterie betrieben. Okay. Das läuft hier ohne Kabel. Quasi so ein Drumcomputer. Das hier ist jetzt der Drumcomputer, Volker Drum. Und wenn wir jetzt nichts falsch gemacht haben, sollte das funktionieren. Ja, da ist sogar ein Lautsprecher drin, das legen wir mal weg. Wie man hören kann, und das ist jetzt so die maximale Lautstärke. Okay. Damit kommt man natürlich nicht weit. Ja. Also braucht man irgendwie eine Verstärkung. Und wenn man dann so einen kleinen Bluetooth-Speaker hat mit Line-Input, dann ist es schon mal gut. Das ist schon mal auf jeden Fall lauter und hat auch ein bisschen Low-End. Das hören wir jetzt gar nicht. Aber da gibt es auch noch andere Boxen, wie zum Beispiel diese Mackie Thumb Go. Und wenn wir den mal da anschließen, na? Und wir hören, es hat sogar eine Bassdrum. Klingt cool. Ja, gut. Ist zum Pianospielen auch ein bisschen wenig. Es gibt auch Synthes, damit kann man auch schön rumdaddeln. Macht Hölle Spaß, aber ist nicht zum Pianospielen. Und dann packen wir jetzt das erste batteriebetriebene Keyboard aus. Und ich bin gespannt. Okay, das Liano kennst du schon von Korg. Das hat ein Batteriefach und lässt sich auf Batterie spielen. Da ist es schon. Klingt sogar auf Batterie ordentlich, ne? Cool, mit den eigenen Boxen. Ja. Das sollte natürlich irgendwo draufstehen. Kannst du das mal halten? Selbstverständlich. So. Dieses Stativ hier von König und Meyer finde ich super gut, sehr praktisch, ist nicht so schwer, aber immerhin noch so schwer, dass es sicher steht. Und da stellen wir das mal drauf. So, sollte das funktionieren. Cool. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das läuft über die Lautsprecher. Wir haben den gehört. Über die Lautsprecher ist das nicht der Hit. Der ist an der Box. Wir müssten jetzt eigentlich das entweder dort an die Box anschließen oder wir nehmen Mischpult. Vielleicht hat man auch noch Gesang oder irgendwas. Da gibt es auch von Mackie, die auch diese Box herstellen, gibt es ein Mischpult, das auch batteriebetrieben ist. Okay, interessant. Yes, das finde ich auch. Und das stellen wir mal darüber. Das ist das Mackie FX10 Go, heißt das. Da sind also Effekte schon eingebaut. Also falls man da noch Vocals drüber mischen möchte, dann hat man da schöne Effekte oder auch über so einen Drumcomputer
hat man dann irgendwie noch ein bisschen Hall oder Delay, irgendwas. Kann man da benutzen. Und hier kann man dann mehrere Signale. Hier gibt es dann 4 Monokanäle und dann nochmal 2 Stereokanäle. Das hat auch Bluetooth, wie auch übrigens diese Box. Man kann also über Bluetooth auch Audio-Player da anschließen. Das schließen wir jetzt einfach mal an. Okay, Und dann machen wir weiter. cool. Okay, jetzt haben wir das Mischpult angeschlossen und haben die Geräte hier. Wir haben übrigens noch eine zweite Box dazu genommen, eine zweite von den Thumb Go und können Stereo spielen. So, und dann, damit das auch richtig Spaß macht für dich, habe ich noch eine kleine Überraschung. Nämlich, also diese Tastatur, Semi-Weighted Tasten, das ist jetzt auch nicht so der Hit für dich, ne? Jetzt haben wir in anderen Videos schon haben wir das festgestellt. Deswegen, ich dachte, vielleicht ein Stage-Piano mit Hammermechanik, aber etwas kompakter. Und da habe ich was gefunden, das auch gar nicht so schwer ist. Ist nur 3 Kilo schwerer als das. Also Gewicht ist ja beim Mobilspielen immer ganz wichtig. Okay, bauen wir das mal eben auf. Ein Stage-Piano mit Hammermechanik, das wiegt dann auch gerade mal so 11 Kilo. Wow. Hat 73 Tasten. Und sollte dir wesentlich besser gefallen als das Keyboard. Wir haben jetzt nur ein kleines Problem. Das ist nicht batteriefähig. Also es läuft nicht auf Batterie. Da gibt es kein Batteriefach. Ich habe dafür eine andere Lösung. Nämlich so eine Powerbank. Die habe ich mir irgendwann mal zugelegt, eben für solche Zwecke. Falls man mal länger auf Batterie spielen will. Und das schließe ich da an den Netzanschluss an. Und damit sollte das starten. Funktioniert. Funktioniert. Unglaublich. Das ist wirklich erstaunlich. So, jetzt müssen wir noch die Audioausgänge hier an das Mischpult anschließen. Ich habe es ans Mischpult angeschlossen. Lass mal hören. Moment. Wir haben noch einen Drumcomputer. Ah, ja. Funktioniert doch. Okay. Ja, das macht natürlich Laune jetzt, ne? Ja, hättest du gedacht, dass es so funktioniert? Also alles auf Batterie. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so funktioniert. Aber also erstmal mega geil. Die Boxen klingen echt fett. Der Drumcomputer ist echt alles da. Also Ja, klar. Low-End ist da und alles. Und dass das Teil natürlich jetzt über eine Powerbank geht, das ist schon abenteuerlich, aber das funktioniert. Also. Ja, und das ist so eine Powerbank, also da kannst du so lange damit spielen, also da war das Ordnungsamt 3-mal da. Ja. Ja, also geil, alles batteriebetrieben. Sogar das Mischpult wusste ich jetzt auch nicht, dass es batteriebetriebene Mischpulte gibt. Ja, ist auch relativ neu. Ja. Ja, diese Boxen, vielleicht kann man das noch kurz mal zeigen, man kann die eben senkrecht aufstellen, man kann die als Wedge aufstellen, so als Floor-Monitore. Man kann die als kleine PA benutzen. Das finde ich schon super praktisch und die machen irgendwie auch so einen unkaputtbaren Eindruck. Ja. Also das ist so richtig, ja, hier vorne Metall und dann kräftige Kunststoffgehäuse. Ah ja, da. Und kann man die auch noch, ja guck mal, die kannst du sogar auf Stative noch bauen. Also das ist total klasse. Wo liegen wir hier preislich circa? Nicht zu teuer, würde ich sagen. Also ihr guckt am besten unten in der Beschreibung. Dort findet ihr die Links zu den Produktinfos und auch zu den aktuellen Preisen. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal ein und machen das zu einem transportierfähigen Setup. Weil, naja, also irgendwie will man das kann man ja so nicht transportieren. Okay. Also, dafür brauchen wir einen Case, dafür nicht. Und vielleicht für den Mixer. Macht Sinn. Und wir brauchen etwas, um die Geräte zu fahren. Aber wir packen die erstmal ein. Also, ich finde ja, für so Cases kann man wahnsinnig viel Geld ausgeben, aber das muss alles nicht sein. Und Cases selber sind irre schwer. Ich bin ehrlich gesagt so ein Fan von Gigbags. Ja, ich auch.
Und machen wir das mal aus hier. Alles aus, alles abziehen. Und dann legen wir das da rein. So rum, dann kann man das mit den Gurten noch befestigen. Diese Tasche ist natürlich ein bisschen zu groß. Ja. Das ist klar. Aber da passen dann auch noch die Kabel rein und was man alles so hat. Auf jeden Fall können wir das schon mal so einpacken. Wie geht's zum Gig und zurück? Wir haben hier die Einzelteile. Das Piano haben wir schon eingepackt. Aber es ist noch relativ viel Zeug übrig. Also das Mischpult, das würde ich auch so unbedingt nicht transportieren wollen. Vielleicht passt es da rein. Das ist bestimmt nicht dafür gemacht. Das passt. So, und da kriegen wir dann auch noch die Powerbank rein. Kabel und Sustain-Pedal kriegen wir da auch noch hin. Und das Sustain-Pedal passt auch noch rein. Sehr schön. Und das ist die Drumcomputer-Tasche. So, ich liebe es, wenn Dinge einfach so funktionieren. Jetzt müssen wir nur noch unseren Card befüllen. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit den Boxen an. Einmal. Zweimal. Passt wunderbar. Der Stativ Kollege drauf. kommt hoch. So, das Keyboard, das könnte man sich jetzt natürlich noch über die Schultern hängen. Aber ich glaube, Brauchen wir heute nicht. das lassen wir heute mal. Das soll da drauf. Scheint zu funktionieren. Geht. Tschüss, Jörg. Es funktioniert. Ja, das ist schon eine coole Lösung, muss ich sagen, ja. Oder? Also kein Strom, ja, komplett autark. Und noch hier mit dieser coolen Sackkarre, die auch echt leicht und locker zu bedienen ist und Ja, auch gut. nicht viel wiegt. Also Also gut, wenn man am Strand spielen will, dann sollte man sich noch irgendwelche Kufen besorgen. Ja, Mit den Rädern gut. kommt man ja nicht weit. Aber ja, so kann es gehen. ja, Finde ich schon also, sehr praktisch. Es ist auf jeden Fall eine gute, gecheckte Lösung, ja. Also, Ja, wie dafür gemacht. ja. Ja, interessant. Ja, guckt euch gerne die Links mal an zu den einzelnen Produkten. Also für mich war jetzt auf jeden Fall neu hier diese Sackkarre, die coolen Boxen und auch das Mischpult mit Batteriebetrieb. Batteriebetrieb, habe ich auch noch nicht Ja, gewusst. das Coole ist an diesem Mischpult, da ist ein Akku eingebaut, das ist ein Wechselakku. Ah, okay. Ja? Also du kannst, wenn der durch ist, dann hast du vielleicht noch einen zum Wechseln da und kannst weiterspielen. Das ist natürlich super. Und damit kann man schon einen richtig kleinen Gig spielen. Ja. Ja, dann Ja. sind wir eigentlich. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt zu den technischen Details der Geräte, folgt einfach den Links in der Beschreibung. Nutzt gerne auch die Kommentarfunktion und lasst eure Fragen da. Wir beantworten die gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.